Ein bisschen Sand reicht aus, um diesem Bild die Struktur zu geben. Für diese Arbeit habe ich hier eine Leinwand von 30 x 90 cm. Um den Sand auf der Leinwand zu befestigen, habe ich mir eine transparente Spachtelmasse rausgesucht. Und ich werde jetzt mit dem kleinen Spachtel den großen Spachtel befüllen. Mit dem großen Spachtel letztendlich dann die Struktur auf die Leinwand legen. Mit einem großen Spachtel ist das etwas besser, weil du die Masse besser verziehen kannst. Das heißt, die steht also nicht als Brocken auf der Leinwand, sondern man kann sie sehr schön auslaufen lassen. Du siehst das jetzt hier auch gleich, wie wunderbar sich das verteilt und wie unregelmäßig das wird. Und das macht natürlich einen schönen Untergrund, wenn die Farbe später aufgetragen wird. Auf diese leicht klebrige Spachtelmasse streue ich dann groben Sand. Nach einem Tag ist diese Arbeit trocken und nun wird die Grundierung gelegt und das ist erstmal einfarbig Bronze. Ich habe in meinem Farbvorrat zwei verschiedene Bronzetöne, die ich jetzt auch nehme. Mit diesem dunkleren kann ich später ein bisschen Tiefe in das Bild bringen. Bronze und insgesamt alle Metallic-Töne haben den Nachteil, dass sie nicht sofort decken. Wir müssen uns das Ergebnis anschauen. Ich vermute, dass ich das Ganze auch noch ein zweites Mal streichen muss. Und wie ich es schon vermutet habe, wir müssen das Ganze ein zweites Mal streichen. Hier seht ihr die Unregelmäßigkeiten. Das ist einfach nicht abgedeckt durch eine Schicht Bronze bzw. Metallicfarbe. Da braucht man oft eine zweite Schicht. In dieser zweiten Schicht werde ich jetzt nur den helleren Bronzeton nehmen. Das Dunkle wird aber durchschimmern, eben weil die Bronze nicht deckend ist. So habe ich also ein bisschen räumlichen Effekt in diesem Bild.
Nach einem halben Tag ist auch diese zweite Bronzeschicht trocken und ich kann jetzt in die farbige Gestaltung der Strukturen gehen. Ich habe hier ein schwarzes Pigment, das ich jetzt anrühre, also einmal zunächst erst mit Wasser, damit sich das Pigment auflöst. Und dann kommt im nächsten Schritt die Acrylkomponente dazu, also das, was das Ganze klebend macht, bleibend macht auf der Leinwand. Das ist jetzt Acrylemulsion, mit der eben aus diesem Wasser-Pigment-Gemisch die Acrylfarbe wird. Und das Ganze eben sehr schön flüssig, aber hochpigmentiert, sodass ich also auch wirklich in den Strukturen einiges sichtbar machen kann. Das ist hier ein Schwarz und den zweiten Farbton, den ich habe, das ist ein Dunkelblau. Der sieht sehr gut aus zu der Bronze und beide Farben werde ich zusammen einsetzen. Der Farbauftrag wird insgesamt sehr flüssig sein und deshalb sprühe ich als erstes meine Leinwand ein, damit die Farbe sich sofort gut verteilen kann. Und dieses Spiel behalte ich auch bei, also immer wieder Wasser aufzubringen, um die Farbe fließfähiger sogar zu machen. Ich gehe jetzt hier mit einem ersten Strich dran, schaue mir das an, wie es verläuft und so bleibt auch das Spiel, also Farbe aufbringen, schauen. Hier verteile ich nochmal mit dem Wasser, dadurch wird diese Sandschicht deutlich sichtbarer, das Ganze verteilt sich sehr gut und gleichzeitig ist es dann auch zu viel Farbe oder zu breit in der Farbe, sodass dann nochmal Wasser dazu kommt, um es noch mehr zu verteilen und im Gegenschritt dann auch wieder Farbe wegzunehmen. Also es ist nie ein Auftrag, der gleich das Endergebnis macht, sondern es ist immer aufbringen, abnehmen, verdünnen, wieder Farbe aufbringen und so weiter. Nach dem Trocknen ist die Schicht weniger ausgeprägt blau, wie ich gedacht hatte. Das kann immer mal passieren, weil wir ja doch ein bisschen mit dem nassen Material eine andere Farbigkeit haben. Jetzt kannst du entweder nochmal genau diese Schicht wiederholen und dich so an den Ton, den du dir vorstellst, heranarbeiten. Ich nehme aber hier nochmal ein anderes Mittel, ein Acrylspray. Das sind hochintensive Farben, die schon flüssig sind und die jetzt auch nochmal einen bisschen anderen Blauton in das Bild bringen. Ich sprühe vorher wieder Wasser auf die Leinwand, damit also diese Farbe nicht in dieser Konzentriertheit auf die trockene Leinwand kommt, sondern sich gut verteilt. Und dann ist es genau das gleiche Vorgehen wie sonst auch. Du sprühst, ich mache das hier mit einem Blatt, damit ich also nicht wirklich diesen Farbnebel über dem ganzen Tisch habe. Du sprühst diese Flüssigkeit auf, verdünnst sie mit Wasser und arbeitest so eine Farbigkeit ein, die dann für dein Bild passend ist.
Dieses Spray lasse ich jetzt einen Tag trocknen und jetzt hat das Bild auch die Farbigkeit, den Blauton, den ich mir vorgestellt habe, der ganz gut zu der Bronze passt, sodass also jetzt das Werk nur noch lackiert werden muss. Und da die Bronze sowieso schon sehr glänzend ist, nehme ich natürlich auch hier einen glänzenden Lack. Du kannst diesen Lack ein bisschen mit Wasser verdünnen und dann erst auftragen. Und deine Lackschicht darf durchaus auch etwas dicker sein, damit du auch wirklich alle Vertiefungen erreichst. Den Überschuss kannst du später mit einem trockenen Pinsel wieder abnehmen.